Ja, dann fangen wir mal an. Schönen guten Tag. Willkommen bei Piranha Becken TV. Bin schon durch. Bin schon total durch. Hast du noch gar nicht angefangen? Ich glaube, ich hab mich überarbeitet. Bisschen. Ne? Ja, wir haben gerade angefangen. Ne? Gerade die neue Session hier, Session 007. Also die 7. Aber hier geht's um Burnout und so. Ne? Crunch Time. In gewisser Weise gibt es da einen Zusammenhang. Ja, ne? Also, wir wollen uns heute über Crunchtime unterhalten. Ist wohl ein aktuelles Thema, was jetzt momentan so Menschen interessiert da draußen. Interessanterweise war das auch eine der Community-Fragen gleichzeitig tatsächlich. Dann haben wir hier so einen Community-Sektor sozusagen heute. Ein bisschen. Okay. Ja, was ist eigentlich Crunchtime? Ja, Crunchtime ist, wenn man viel mehr arbeitet, als man eigentlich sollte. So Und? viel, dass das ungesund ist und man sich schnell überarbeitet. Man überarbeitet, genau. Also, das heißt also, Crunchtime bedeutet, am Ende des Projektes ist noch so viel Arbeit übrig, dass man anfängt zu crunchen. Ne? Man versucht dann zu quetschen und dann irgendwie die Arbeit noch aufzuholen. Ja, ich habe mir ja sagen lassen, bei einigen ist Crunchtime sogar die Regel. Oder war die Regel, das kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Ja, die fangen schon an zu crunchen, weil sie vielleicht schlecht geplant haben oder so. Ja, und das bei der Planung schon gecrunched. Ja, Ja. Da dröseln wir mal auseinander. Naja gut, also man muss dazu sagen, wir haben das früher auch gemacht. Ja. Ne? Also wir hatten 100-Stunden-Wochen, die waren die Regel. Ich nicht. Bei Gothic damals. Und diese Crunch-Time, die hörte gar nicht auf bis zum Ende vom Add-on. Ne? Die Nacht des Raben. So, da wurde gecrunched, was das Zeug hält. So, ne? Das haben wir aber irgendwie ein Stück weit freiwillig gemacht. Ne? Also das wurde jetzt nicht von der Firma erwartet oder irgendwie so, dass wir damals irgendwie eine schlechtere Firma waren oder so. Das haben wir aus reinem Idealismus gemacht. Ne? Ich glaube, das ging und geht teilweise heute vielen Leuten so, die euphorisch sind und ein neues Projekt beginnen, von dem sie denken, das ist es jetzt. Und da erfülle ich mir vielleicht einen Traum mit und dann arbeiten die Leute eigentlich nur noch daran und versuchen das irgendwie umzusetzen. Und es fehlt den Leuten an der Stelle vielleicht auch viel an Erfahrung. Ne? Naja gut, Crunchtime bedeutet dann auch, dass man nicht aufhört zu arbeiten. Also Wochenenden durchballern, ohne Freizeit, Nachtschichten einschieben irgendwie. Ja, das haben wir auch gemacht. Ich habe teilweise bei Gothic 3 sogar, hatte ich mal so 40-Stunden-Tage. Das heißt, ich habe da durchgebrezelt, ne? Also zumindest in der Endphase, da wo es heiß herging und wir das Ding auf den Markt bringen mussten. Und da habe ich irgendwie dann 8 Stunden geschlafen, dann wieder 40 Stunden mal hocht. Ne? Also so wie es ging halt. Was gibt's da zu grinsen? Ich rechne gerade, das klingt so seltsam, 40 Das Stunden. Das ist so, ja, aber so lange wie es geht, bis es nicht mehr geht, so, ja. Und dann musst du irgendwie schlafen, der Biorhythmus ist total im Eimer. Ja, je nachdem, wann es halt gebraucht wurde. Du warst halt immer irgendwie, du musstest immer irgendwas machen. Ne? Und das kenne ich, also ich weiß, wie man da hinkommt zu so einer Crunch-Phase oder Crunch-Time oder je nachdem, wie man das sehen will. Aber gesund ist das nicht, ne? Dauerhaft ist das ungesund und mittlerweile sind wir auch der Meinung, das ist hochgradig unproduktiv. Ja, ja. Das ist richtig. Ne? Man schafft eigentlich effektiv nicht mehr, nur weil man cruncht. Das ist so ein bisschen ein Trugschluss in der Richtung und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es eigentlich eher kontraproduktiv, als dass es einem was bringt, ne? Und es wird auch viel gemogelt. Wenn man cruncht, ist es ja oft so irgendwie, alles klar, ich war jetzt 8 Stunden auf der Arbeit und fahre dann nach Hause, ne? Dann hat man nur 8 Stunden gearbeitet eigentlich, aber zu Hause macht man dann trotzdem weiter. Ne? Das heißt, man nimmt irgendwie die Arbeit mit nach Hause und hört nicht auf, irgendwie zu designen oder hört nicht auf, zu werkeln oder irgendwas zu machen und nimmt die Arbeit dann am nächsten Tag wieder mit zur Arbeit. Das ist ja auch Arbeit. Ja. Da hört man auch nicht auf. Nein. Auch das ist auf Dauer natürlich nicht besonders gesund. Also wir kommen darauf hinaus, dass wir am Ende des Tages Crunchtime abgeschafft haben bei uns. Ja, genau. So, ne? Und zwar über die Jahre hin. Das ist ja, über 20 Jahre gibt es Piranha Bytes jetzt und heute sind wir halt da, dass wir sagen, irgendwie 8 Stunden am Tag müssen genügen. Richtig. Und die müssen auch genügen, weil wie du schon sagst, man nimmt die Arbeit mit nach Hause. Wir beide sind auch noch so bescheuert und sind verheiratet und arbeiten in demselben Bereich, in derselben Firma, in demselben Projekt. Aber? Das ist bescheuert.
Wir kriegen das aber trotzdem hin. Wir atmen den Scheiß, ja. Ja, wir kriegen es hin irgendwie, das stimmt Ja. schon, ja. Also irgendwie Wochenende ist immer Wochenende und Freizeit ist auch Freizeit. Ja, aber die Frage ist ja, wie kriegen wir es hin? Mhm. Was ist denn der Knackpunkt? Also ich glaube, dass erstmal die Erkenntnis zu haben, dass Crunchtime einem im Endeffekt die Gesundheit kaputt macht, aber nicht viel bringt und dass man auch nicht mehr schafft, dass die Milestones nicht besser sind und dass die Arbeit, die man dort erwirtschaftet hat, wenn man total übermüdet ist und irgendwie dann auf den letzten Drücker doch noch irgendwas versucht reinzuquetschen, nicht qualitativ hochwertiger ist als das, was man schafft, wenn man wach, ausgeschlafen, gesund, fit zur Arbeit kommt und gut gegessen hat. Ja, und ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle ist natürlich auch Spaß. Wenn ich Spaß bei dem habe, was ich da mache, wenn ich gerade Bock auf meine Arbeit habe, dann ist die natürlich besser, als wenn ich jetzt irgendwie total überarbeitet immer, das muss ich jetzt noch machen, ich quäle mich jetzt noch dadurch. Und diese Erkenntnis steht für mich an erster Stelle. Die größte Sache dabei ist für mich, man verrennt sich zu oft. Man verrennt sich, ja, macht irgendwelche Sachen, die eigentlich völliger Blödsinn sind, nur um sie auszuprobieren. Und je länger man an so einem Ding sitzt, desto eher kommt man auf irgendwelche Schnapsideen. Ach komm, das mache ich nochmal eben. Mhm. Aber nochmal eben, es gibt nichts nochmal eben. Ja, ganz selten. Ja. Dass das so wirklich dann auch was bringt. Ne? Dann probiert man Dinge aus und so weiter. Das heißt, dieses Volumen, ein Stück Arbeit, ja, sackt in sich zusammen in dem Moment, wo du dich völlig verrannt hast und Dinge tust, die eigentlich gar nicht ins Spiel wandern, oder an Dingen festhältst, weil du irgendwo so einen Tunnelblick hast, ja, die eigentlich völliger Quatsch sind. Und am Ende des Projektes so, dann kommt das irgendwann raus, so, okay, das hat ja eigentlich gar nicht funktioniert, weil viel wichtiger ist der Spielspaß. Das eine oder andere Feature kann man dann auch wo mal irgendwie weglassen oder rausschmeißen. Ne? Das ist besser, als zu versuchen, es irgendwie perfekt zu machen und dann da zu crunchen und dies und das. Du musst abschalten. So wie der Körper schlafen muss, ja, und am Tag dann nicht funktioniert, wenn er nicht genug Schlaf kriegt, ne? Dann ist es 1:1 genau das. Ne? Es gibt ja auch so Phasen, die sich abwechseln. Es gibt Phasen, in denen macht man Fleißarbeit. Und es gibt Phasen, in denen man kreativ arbeiten muss. Das heißt, man muss Einfälle haben, man muss irgendwie Ideen irgendwie zu Papier bringen oder ins Spiel bringen. Und dieser Prozess der kreativen Arbeit an sich ist ja schon etwas, das erfordert unwahrscheinlich viel Energie. Und wenn man jetzt irgendwie eine Fleißarbeit abarbeitet, irgendwie, dann kann man das auch ganz gut, wenn man müde ist. Deshalb, also ich habe das immer so gemacht in Tagen, wo ich irgendwie durch war oder so latent erkältet irgendwie, dann habe ich Fleißarbeiten gemacht. Und in Tagen, in denen ich fit war, arbeite ich dann kreativ. Und wenn man gar nicht mehr richtig fit ist, dann dann lässt der kreative Part auch zu wünschen übrig. Ja, dann hat man einfach keine gute Ideen, Dialoge werden schlecht, Charaktere werden vielleicht flacher, so dass man das eigentlich gar nicht haben will. Weil einem einfach die Energie fehlt und der Geist nicht wach genug ist, um das gut zu machen, so wie es eigentlich sein sollte. Und da komme ich zu Punkt 2. Das A und O auf jeden Fall, und bei uns war es eindeutig in den Jahren die Erfahrung, ist die Planung. Ja. Ja, man muss nicht crunchen, wenn man vernünftig plant. Und das muss man lernen. Also wir haben das lange gelernt, ne, mit vielen Dingen, die man da ausprobiert hat, ja, gucke ich in die richtige Richtung, um dann am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, zu sagen, so, wir planen jetzt so gut, dass wir wissen, wann ungefähr der Milestone fertig sein muss und wann und wie viel Zeit die Leute effektiv auch in einer normalen 40-Stunden-Woche brauchen, um das fertig zu machen, berücksichtigen dabei auch noch Krankheitstage, Urlaubstage und so weiter. Ja, das ist ganz simpel, ne? 40 Tage die Woche. 5 Tage sind Werktage pro Woche und 26 Tage gibt's Urlaub bei uns und 10 Tage Krankheitstage muss man einrechnen, wie die Arbeitskraft, die Ressource einfach mal schlicht nicht da ist. Mhm. Und alles andere ist ein Selbstbeschiss. Ja. Und wenn wir jetzt Überstunden machen, ja, dann machen wir das in einer Granularität von 2 Stunden. Ja, das heißt also, in 2-Stunden-Takt. Das heißt, da bist du 2 Stunden länger da, ja, kannst du dir diese 2 Stunden aufschreiben. Und dann kannst du die abfeiern. Ganz einfach. Ne? Und hast du irgendwie 1 Stunde drüber oder so, dann kannst du am nächsten Tag das irgendwie dir selbst zusammenwurschteln, sagst, da gehst du halt 1 Stunde früher oder so. Uns ist im Endeffekt wichtig, dass das, was man als Task auf dem Tisch hat, dass das am Ende fertig wird. Ja.
Weil es bringt keinem was, wenn einer irgendwie 8 Stunden hier sitzt und schön immer irgendwie eine Stecho-Ping, ja, wie das früher so war, und dann nicht produktiv ist dabei. Gleiches gilt für unsere Arbeitszeiten, wann sie anfangen und wann sie enden. Das kann man sich hier aussuchen. Genau. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wenn Leute zusammenarbeiten, das heißt so Tech-Teams bilden, so nennen wir das, ja, frei aus dem Wrestling, dass die Leute dann sagen, okay, pass auf, ich muss mit diesem jetzt eng zusammenarbeiten oder so, aber der will jetzt die ganze Zeit nur Nachtschicht schieben. Das funktioniert nicht. Ja, das heißt, diese Leute, die müssen sich dann zumindest irgendwie so eine gemeinsame Zeit von mindestens 6 Stunden am Tag oder so irgendwo treffen. Ja. Und da können sie sich ja absprechen, je nachdem. Es wechseln ja auch immer die Phasen so. Es ist ja nicht irgendwie, du fängst mit dem Projekt an und dann machst du diesen Job jetzt irgendwie bis zum Ende durch und wie am Fließband, das ist ja nicht so. Ja, gerade beim Games machen ist es so, dass du sehr viele unterschiedliche Aufgaben hast. Da bin ich irgendwie in so einem Modus, ja, ich muss jetzt Dialoge schreiben, ich muss jetzt Quests designen, ich muss jetzt diese Charaktere da machen und so weiter. Und dann bin ich dann in so einem Flow drin und so und dann möchte ich mich auch ungern rausreißen lassen, so, ne. Und dann hast du halt mal irgendwie so, komm, das mache ich mal eben noch zu Ende, ja. Dann machst du halt 2 Überstunden und die feierst du dann beim nächsten Mal wieder ab, wenn du irgendeine bekloppte, unliebsame Fleißarbeit machen musst, wie zum Beispiel Pflanzen verteilen oder so. Ja, also hier muss eine Pflanze hin und dann muss da noch eine Pflanze hin und dann muss hier noch eine... Ja, das kann mal sein. So. Und am besten ist es so, wenn man sich die Arbeitszeit so einteilt. Einen Teil machst du irgendwie was Kreatives und einen Teil machst du irgendeine Pflichtaufgabe oder so, wo du eigentlich gar nicht viel denken musst. Na? Ja, und das führt dann zu einem recht lockeren Arbeiten eigentlich unterm Strich. Ne? Man kann sich ungefähr aussuchen, wann man zur Arbeit kommt. Man kann sich ungefähr aussuchen, wie lange man bleibt. Wenn man mal spontan irgendwie zum Arzt muss, dann streicht man sich die 2 Stunden eben wieder weg. Ne? Wenn man krank ist, meldet man das an. Ja. Und dann kann man sich seine Stunden selber einteilen, wie man das möchte. Und das führt dazu effektiv, dass bei uns keiner cruncht. Denn die Urlaubstage, die werden dann übers Jahr hin verteilt, so wie man das selber möchte. Ne, und Absprache mit den Kollegen und am Ende des Tages hat keiner irgendwie den Haufen an Stunden übrig, den man nicht mehr abarbeiten kann oder die nicht ausgezahlt werden oder so ein Scheiß, sondern tatsächlich landen wir dann da, dass Milestones gemacht werden, wann sie gemacht werden sollen und dass die Leute ihre Freizeit auch haben. Das heißt, die 40-Stunden-Woche ist dann tatsächlich eine 40-Stunden-Woche und nicht mehr. Und das ist auch wichtig. Und unsere Erfahrung ist, obwohl wir so ein kleines Team sind, stemmen wir ein großes Projekt und das funktioniert sogar sehr gut, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, das ist unsere Erfahrung damit. Wir haben sowas wie eine Kernarbeitszeit. Ja, die geht von 11 Uhr bis 16 Uhr oder so. Und daran halten sich auch die meisten. Das heißt also, wenn man irgendein Meeting einberufen will, man möchte über irgendeine Sache reden, dann macht man es irgendwo da in den Bereich von 13 Uhr. Ja, da ist man sich eigentlich sicher, dass jeder mal einmal da ist, so, ne? Und so handhaben wir das. Ja. Wie gesagt, wir kommen aus einer Zeit, wo es noch, wo wir uns irgendwie wie die Jungs auf dem Schulhof sich noch einen Namen boxen wollten, ja. Und das verstehe ich auch, dass junge Teams da an der Stelle völlig beratungsresistent sind, das haben wir früher auch, ja. Und ja, gut, okay, man muss ja und so. Und jeder, der irgendwie gesagt hat, ja, du schaffst das sowieso nicht mehr, ich mach mal lieber 8 Stunden und dies und das, das ist nur eine faule Sau. Ja, ist aber nicht so. Kann man ein halbes Jahr machen. Kann man vielleicht 2 Jahre machen, aber irgendwann ist vorbei. Ja, irgendwann geht das wirklich an die Substanz und du kannst irgendwann nicht mehr. Ja. Na, hat auch irgendwann mal was mit dem Alter zu tun, irgendwann will man das auch nicht mehr. Ja, und einige haben vielleicht auch Familie, ja und möchten auch mal damit Zeit verbringen. Das muss drin sitzen. Ne? Und wenn einer krank wird und tatsächlich einen Burnout erleidet, dann ist das auch, dann ist unterm Strich niemandem damit geholfen, weil dann fällt der weg für den Rest des Projekts. Und was hat man da davon gehabt? Ja. Gar nicht. Ja. Das heißt, aus unserer Erfahrung ist Crunch-Time schlecht. Ja. Und sollte nicht die Regel sein. Und wenn man ein junges Team hat und man weiß gerade nicht, wie man das stemmen soll, oder viele machen das ja auch so, die fangen an in ihrer Freizeit, ne? Gerade zur Studentenzeit ist es ja auch so, du studierst irgendwie nebenbei, arbeitest du, dann machst du auch unwahrscheinlich viel die Woche. Oder du arbeitest irgendeinen Job, der dir vielleicht sogar unliebsam ist und nebenbei denkst du, ach, ich möchte gerne in die Games-Branche und arbeitest an deinem eigenen Projekt. Dann ist es so eine Mischung aus Arbeit und Freizeit. Aber irgendwann muss es in eine bestimmte Richtung gehen, dass das läuft. Und wenn man ein junges Team hat, tatsächlich ein Studio, vielleicht sogar eine eigene Firma gegründet hat und daran arbeitet, dann sollte man sich unbedingt mit dem Thema Planung befassen, um da eine Regel reinzubringen. Das hilft
nicht nur dem eigenen Gemüt, sondern tatsächlich auch dem Projekt. Das Spiel wird besser, wenn man das macht. Ich hoffe, wir konnten damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was dieses Thema angeht und wie wir Piranhas dazu stehen. Ja, damit wären wir dann durch mit dem Thema, ne, würde ich sagen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Aber wir haben noch eine Community-Frage. nächste Community-Frage. Die hast du doch gerade schon gestellt. Nein, das Thema war auch eine Community-Frage, aber Das war war ja auch ein Thema. eine. Also machen wir heute 2 Community-Fragen. Genau, ich habe auch noch eine Community-Frage, eine echte. Eine echte? Ja, ach so. Also nee. Mhm. Ja, also... Eine vollwertige. So, die Frage wurde teilweise sogar schon von uns beantwortet, passt nämlich prima rein, deswegen habe ich sie mit hingenommen. Die Frage war, früher, als alles noch ganz anders war, damals, Ach so, als wir angefangen haben mit Computerspieleentwicklung und so, war es da nicht viel einfacher, ein Computerspiel zu entwickeln? Weil man ja frei von der Leber sich irgendeinen Kram ausdenken konnte, bei Bier und Pizza, gemütlich und romantisch. Echt? Ja. Nein. Das war jetzt auch schon eine rhetorische Frage. Nein, das war so nicht. Also wir waren sehr viel unsicherer früher und haben einfach mal irgendwas ausprobiert und haben aber auch sehr viel wieder weggeschmissen und haben uns dann darüber geärgert, dass wir eigentlich totalen Mist produziert haben. Ja, und das ist mit Try and Error haben wir da sehr viele Dinge richtig und auch wieder falsch gemacht. So, hielt sich die Waage so 50-50. Das war auf jeden Fall ein Krampf, ja. Und heute ist das halt so, heute gibt es halt auch sehr viele mehr Referenzen vielleicht, ja, die man sich anschauen kann. Das heißt, man hat ein konkretes Problem, da guckt man sich an, entweder im Indie-Sektor oder bei den etablierten großen Firmen oder so, wie die diese Probleme gelöst haben. Früher gab es diese Lösungen nicht. Man hat da auch nicht so den Zugriff, ja. Internet gab es zwar schon, vielleicht, ja, aber ganz früher irgendwie, man musste sich alles selbst ausdenken. Eigentlich war das früher schwieriger, ne? Glaube ich auch, ja. Ja, und heute ist das irgendwie so ein kleines Spielchen irgendwie hinzubekommen. Du kriegst sehr viel Hilfestellung, es gibt sehr gute Ausbildungen, du hast halt sehr viele Engines, die du benutzen kannst, du hast sehr viele Tools, die du benutzen kannst, ja. Und dann ist nur noch die Grenze dein Anspruch am Ende des Tages, ja. Wie gut willst du das, was du da machst, denn überhaupt umsetzen? Und das ist es dann auch. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist, wenn du sehr viel für die Tonne produzierst oder keine Ahnung von irgendwas hast und anfängst, dann ist es eigentlich eher stressiger, weil du ja auch einen Erfolgdruck hast irgendwie am Ende. Und der ist früher wie heute da. Und wenn du etabliert bist und eher weißt, was du machst, irgendwie sind die Situationen, in denen man mal zusammensitzt und irgendwie Pizza isst oder vielleicht mal sich in den Garten sitzt und grillt, sehr viel entspannter. Das heißt, dieses Familiäre, was man sich da reindenkt, ist heute vielleicht noch eher so als früher. Ich hoffe, dass wir damit Licht ins Dunkel bringen konnten, was die Community-Frage angeht. Und wir hoffen, dass wir euch nächste Woche auch wieder hier begrüßen dürfen, wenn es heißt Piranha Byton TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö. Tschüss. So einen kleinen Kopf. Du hast einen kleinen Kopf. Ja, das ist irgendwie so groß. Das wäre so ein klassischer Fall für einen Outtake, weißt du?